Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Genau. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, Mülltrennung, also wie man richtig den Müll sortiert und warum das überhaupt so wichtig ist. Ja, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Jeder Mensch produziert Müll jeden Tag. Und wenn man den Müll richtig trennt, kann man viel für die Umwelt tun. Ganz genau. Ich habe ehrlich gesagt früher nicht so viel darüber nachgedacht, ich hatte einfach eine Tonne für alles. Aber dann habe ich gemerkt, dass in Deutschland die Mülltrennung wirklich ernst genommen wird. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich, als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich total verwirrt. So viele verschiedene Tonnen. Gelb, blau, braun, schwarz. Ich wusste gar nicht, was wohin gehört. Das ging mir auch so. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass das System eigentlich logisch ist. Es hilft, Materialien wiederzuverwenden und weniger neue Ressourcen zu verbrauchen. Ja, Recycling funktioniert nur, wenn die Leute den Müll richtig trennen. Zum Beispiel Plastik und Verpackung kommen in den gelben Sack, Papier in die blaue Tonne, Bioabfälle in die braune und der Restmüll in die schwarze. Ich finde es gut, dass man mit so einer einfachen Sache, einfach den Müll richtig sortieren, schon etwas Gutes für die Umwelt machen kann. Viele Menschen denken, ach, meine kleine Tüte Müll macht doch keinen Unterschied. Aber das stimmt nicht. Wenn jeder ein bisschen achtet, entsteht eine große Wirkung. Ja, und das betrifft nicht nur Deutschland. Immer mehr Länder achten auf Recycling. Aber hier ist das wirklich Teil der Kultur geworden. Ich finde auch, es hat etwas mit Respekt zu tun. Respekt vor der Natur, vor anderen Menschen und vor der Zukunft. Wir alle leben auf einem Planeten und wenn wir ihn verschmutzen, schaden wir uns selbst. Richtig. Und ich glaube, viele Menschen verstehen heute besser, dass das Klima und die Umwelt nicht nur Politik sind, sondern etwas, das jeden betrifft. Auch im Alltag. Ja, das fängt im Kleinen an. Zu Hause, beim Einkaufen, beim Putzen. Wenn man da bewusster lebt, verändert sich viel. Ich finde es schön, dass immer mehr Leute versuchen, nachhaltiger zu leben. Man sieht zum Beispiel, dass viele ihre eigenen Taschen mitbringen, Glasflaschen benutzen oder auf Plastik verzichten. Ja, und das macht das Leben auch irgendwie ruhiger. Man fühlt sich besser, wenn man weiß, dass man etwas Sinnvolles tut. Absolut. Und es gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, der Müll landet nicht einfach irgendwo, sondern wird wiederverwertet. Genau, und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur ein bisschen darauf achten und vielleicht am Anfang ein paar Regeln lernen. Dann wird es ganz normal. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Es zu einer Gewohnheit machen. So wie man jeden Morgen Kaffee kocht, trennt man einfach automatisch den Müll. Und wenn man das einmal verstanden hat, macht es sogar Spaß, ordentlich zu sein und zu wissen, dass man der Umwelt hilft. Ja, man hat das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, dass man wirklich einen Beitrag leistet. Und manchmal inspiriert man auch andere. Wenn Nachbarn sehen, dass du sortierst, machen sie vielleicht auch mit. Das stimmt. Und es fängt oft mit so kleinen Dingen an. Wenn man über Mülltrennung spricht, fragen sich viele, wie macht man das eigentlich richtig? Es klingt einfach, aber oft ist es gar nicht so klar. Ja, das stimmt. Ich glaube, jeder hat schon mal vor dem Mülleimer gestanden und überlegt, wohin gehört das jetzt? In den gelben Sack oder in den Restmüll? Genau. Ich erinnere mich noch, wie ich am Anfang ständig nachgeschaut habe, was wohin kommt. Jetzt mache ich das automatisch. Zum Beispiel Papier gehört natürlich in die blaue Tonne. Richtig.
Und in den gelben Sack kommt alles, was aus Plastik oder Metall ist, also Verpackungen, Joghurtbecher, Dosen, Folien. Aber nicht alles, was Plastik ist, darf da rein. Zum Beispiel Zahnbürsten oder alte Spielsachen. Das gehört in den Restmüll. Viele machen da Fehler. Ja, das sehe ich auch oft. Manche Leute werfen einfach alles in den gelben Sack, weil sie denken, das ist praktisch. Aber am Ende kann der Müll dann nicht richtig recycelt werden. Ganz genau. Und Bioabfall, also Essensreste, kommt in die braune Tonne. Ich finde das super, weil daraus später Kompost gemacht wird. Ja, das ist wirklich sinnvoll. Ich bringe meinen Biomüll immer in die braune Tonne hinter dem Haus. Da kommt alles rein, was natürlich ist. Also Obstschalen, Kaffeefilter, Teebeutel. Aber keine Plastikbeutel. Das ist wichtig. Viele benutzen immer noch normale Müllbeutel, aber die sind nicht biologisch abbaubar. Man sollte lieber Papiertüten oder spezielle Biobeutel nehmen. Ich benutze meistens einfach Zeitungspapier. Das geht auch gut und kostet nichts. Gute Idee. Und dann gibt es natürlich noch den Glascontainer. Da muss man auf die Farben achten. Weiß, grün und braun. Ja, das finde ich manchmal ein bisschen nervig, wenn man extra zum Container gehen muss. Aber eigentlich dauert es nur ein paar Minuten und man tut etwas Gutes. Und das Geräusch von Glas, wenn es runterfällt, das gehört irgendwie zu Deutschland, oder? Ja, das ist typisch. Sonntags darf man es übrigens nicht machen. Das stört die Nachbarn. Ja, das ist eine gute Regel. Ich finde es auch wichtig, ein bisschen Rücksicht zu nehmen. In Deutschland achten viele auf Ordnung, Sauberkeit und Regeln. Ich habe gemerkt, dass Mülltrennung hier wirklich Teil des Alltags ist. Jeder macht es. Und wenn du es falsch machst, bekommst du vielleicht sogar einen Zettel vom Vermieter. Ja, das habe ich auch schon gehört. Manche Hausverwaltungen schreiben, wenn sie im Müll falsche Sachen finden. Aber ich finde das eigentlich gut. So lernen die Leute, besser aufzupassen. Ja, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber mit der Zeit wird es Routine. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, bewusst zu handeln. Wenn man kurz überlegt, bevor man etwas wegwirft, macht man schon vieles richtig. Genau, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern einfach aufmerksam zu bleiben. Und wenn man einmal versteht, warum das alles gemacht wird, macht man es auch lieber. Es ist nicht nur eine Regel, sondern etwas, das Sinn hat. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man versteht, dass jeder kleine Schritt zählt, dann trennt man den Müll ganz automatisch, ohne viel nachzudenken. Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Menschen mitmachen und sich Gedanken machen. Am Ende geht es darum, gemeinsam etwas Positives zu bewirken. Genau. Und es fängt eben mit kleinen Dingen an, wie beim Müllsortieren zu Hause. Weißt du, was ich gemerkt habe? Es ist gut, den Müll richtig zu trennen, aber noch besser ist es, weniger Müll zu machen. Ja, das stimmt total. Ich versuche zum Beispiel keine Plastikflaschen mehr zu kaufen. Ich habe jetzt eine Glasflasche, die ich immer wieder benutze. Ich auch. Ich nehme sie jeden Tag mit, wenn ich zur Arbeit gehe. Früher habe ich oft Wasser in kleinen Flaschen gekauft. Das war so viel Müll. Ja, und im Supermarkt achte ich jetzt mehr auf Verpackungen. Wenn ich sehe, dass etwas doppelt verpackt ist, lasse ich es lieber liegen. Ich kaufe auch öfter auf dem Markt. Da bekommt man Obst und Gemüse ohne Plastik und man kann seine eigene Tasche mitbringen. Ich mache das auch. Ich habe immer einen Stoffbeutel in meiner Jackentasche. So muss ich keine Plastiktüten nehmen. Ich finde, das ist auch ein schönes Gefühl. Man lebt bewusster und man spart sogar ein bisschen Geld, weil man weniger kauft, was man nicht braucht. Das stimmt. Ich versuche auch, Lebensmittel richtig zu planen. Wenn ich vorher überlege, was ich wirklich brauche,
werfe ich weniger weg. Ja, das ist wichtig. Viele Menschen kaufen zu viel und dann landet die Hälfte im Müll. Das ist schade, vor allem bei Lebensmitteln. Ich denke, kleine Veränderungen machen schon einen großen Unterschied. Jeder kann etwas tun, auch wenn es nur ein bisschen ist. Genau, weniger Müll bedeutet auch weniger Stress. Man hat weniger Zeug, weniger Chaos und mehr Platz. Ja, und man fühlt sich einfach besser. Wenn man bewusst lebt, merkt man, dass man mehr Kontrolle über sein Leben hat. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Umweltschutz. Einfach achtsamer zu sein, nicht perfekt, aber aufmerksam. Ganz genau. Es fängt bei uns zu Hause an. Wenn man über Umweltschutz spricht, denken viele zuerst an große Themen, Klima, Politik oder Energie. Aber eigentlich fängt alles im Alltag an. Ja, genau. Jeder kann etwas machen. Zum Beispiel fahre ich jetzt öfter mit dem Fahrrad statt mit dem Auto. Das ist gut für die Umwelt und auch für mich. Ich gehe meistens zu Fuß, wenn es nicht weit ist. Manchmal merke ich, dass viele Leute aus Bequemlichkeit mit dem Auto fahren, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Das stimmt. Ich finde, in Deutschland benutzen viele Menschen das Fahrrad. Man sieht überall Fahrradwege und es ist normal, so zur Arbeit zu fahren. Ich achte auch zu Hause auf Energie. Ich schalte das Licht aus, wenn ich den Raum verlasse und ziehe den Stecker, wenn ich etwas nicht brauche. Das spart Strom und Geld. Ich mache das auch. Früher habe ich das nie beachtet, aber heute denke ich mehr darüber nach. Kleine Dinge können wirklich etwas verändern. Zum Beispiel beim Duschen. Wenn man ein bisschen kürzer duscht, spart man Wasser. Viele Leute machen das jetzt bewusst. Ja, und auch beim Heizen. Ich ziehe lieber einen Pullover an, statt die Heizung auf 5 zu drehen. So ist es gemütlich und man spart Energie. Ich finde, es geht nicht nur um Regeln, sondern auch um Respekt. Wenn man die Natur respektiert, gibt sie einem auch etwas zurück. Frische Luft, sauberes Wasser, schöne Orte. Das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, wir vergessen oft, dass wir Teil der Natur sind, nicht getrennt von ihr. Genau, und wenn jeder ein bisschen bewusster lebt, wird die Welt automatisch besser. Man muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass man anfängt. Ich finde, Umweltschutz gibt einem auch ein gutes Gefühl. Man weiß, dass man etwas Sinnvolles macht. Das motiviert, weiterzumachen. Und wenn man gemeinsam handelt, mit Freunden, Familie oder Nachbarn, dann wird es einfacher und macht sogar Spaß. Ja, gemeinsam geht alles leichter. Und am Ende geht es darum, dass wir alle in einer sauberen, gesunden Welt leben können. Genau, es sind die kleinen Schritte, die großen Unterschied machen. Und wenn wir heute etwas Gutes tun, wird morgen die Welt ein bisschen besser sein. Danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Der Umweltschutz. Umweltschutz beginnt bei kleinen Dingen im Alltag. Viele junge Leute interessieren sich heute sehr für Umweltschutz. Die Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist oft der Grund, warum Menschen das Auto nehmen. Manchmal siegt die Bequemlichkeit über den guten Vorsatz. Der Stecker. Ich ziehe den Stecker, wenn ich das Gerät nicht mehr benutze. Der Stecker passt nicht in diese Steckdose. Bewusst. Ich kaufe bewusst regionale Produkte. Man sollte bewusst entscheiden, was man wirklich braucht. Respektieren. Wir müssen die Natur respektieren und schützen. Er respektiert die Meinung seiner Kollegen.